Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. In diesem Video will ich euch ein altes Hausmittel vorstellen. Und zwar will ich euch zeigen, was passiert, wenn man sich über Nacht eine Zwiebel in die Socken legt. Die Zwiebel ist ein echter Tipp bei diversen Krankheiten. Dank der enthaltenen Sulfide und Schwefelverbindungen wirkt das Wurzelgemüse entzündungshemmend bei Erkältungen. So kann man sich zum Beispiel einen wirkungsvollen Hustensaft aus Zwiebeln und Honig herstellen. Das Video dazu kann ich euch hier gerne mal verlinken. Dazu hatte ich auch noch den Ingwer und den Salbei hinzugefügt und aus den 4 Zutaten einen potenten Hustensaft hergestellt. Man könnte auch ein Zwiebelsäckchen für die Ohren herstellen, was sehr gut bei Ohrenschmerzen hilft und als Hausmittel für Kinder sehr gut geeignet ist. Es würde aber auch bei Erwachsenen genauso gut funktionieren. Denn die Kombination aus den Wirkstoffen der Zwiebel sowie der Wärme wirken bei Ohrenschmerzen eben schmerzstillend, entzündungshemmend, antibakteriell und abschwellend. Im 16. Jahrhundert stellte der berühmte Arzt Paracelsus fest, dass eine Zwiebel so viel wert ist wie eine ganze Apotheke. Und die moderne Forschung hat seine Einschätzung längst bestätigt. So ist die Zwiebel sehr reich an Vitalstoffen, und zwar stecken in ihr eine Menge Vitamin C, B6, B7, Kalium und Schwefel. Gerade die in der Zwiebel enthaltenen Schwefelverbindungen sind von besonders großem medizinischem Wert. So sind Zwiebeln Blutverdünner und schützen vor Herzinfarkt. Sie senken das Krebsrisiko, unterstützen den Diabetiker. Und zu ihren Anwendungsbereichen zählen zum Beispiel Husten, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Blasen- und Harnwegsinfektionen, Grippe und Erkältungen, Verdauungsbeschwerden, Schwächezustände, rheumatische Beschwerden, Insektenstiche, Wunden und Narben. Was aber nun die Zwiebeln auf der Fußsohle betrifft, so fällt dies eher unter die Kategorie Geheimtipp. Kein Geheimnis ist hingegen, dass die ätherischen Öle der Heilpflanze gesundheitsfördernd wirken, und darauf soll auch die positive Wirkung der Zwiebel auf die Fußsohlen beruhen. In der alten chinesischen Heilkunst geht man davon aus, dass sich direkt unter den Fußsohlen rund 7000 Nervenenden befinden. Diese Nervenenden, die sogenannten Meridiane, sollen die unmittelbaren Zugänge zu den inneren Organen wie Herz, Niere und Lunge sein. Auf diesem Gedankengang beruht letztendlich auch die Fußreflexzonenmassage. Bei der Akupunktur werden unter anderem ebenfalls die verschiedenen Zonen der Fußsohlen aktiviert, um Beschwerden zu lindern. Die Zwiebeln auf den Fußsohlen resultieren ebenfalls auf dem Gedanken, dass die inneren Organe über die Fußsohlen angesprochen werden können. Die Befürworter dieser Methode gehen davon aus, dass die gesunden Nährstoffe der Zwiebel, wie die Phosphorsäure, über die Fußsohlen ins Blut gelangen. Letztendlich sollen die Wirkstoffe der ätherischen Öle die Bakterien und Keime vernichten und das Blut reinigen. Insbesondere bei Erkältungen wird der Zwiebeltrick daher empfohlen. Und zwar vor allem bei Husten. Da ich dieses Experiment selber an mir ausprobiert habe, bin ich der beste Beweis und kann bestätigen, dass es wirklich funktioniert. Tagsüber habe ich meine Erkältung sehr gut im Griff, indem ich zum Beispiel das Oreganoöl als starkes Antibiotikum verwende. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Und auch mein selbstgemachtes Spitzwegerich-Tonikum hilft mir sehr gut tagsüber. Das Video dazu verlinke ich euch hier ebenfalls. Nachts jedoch haben mich meine Hustenanfälle doch immer wieder geplagt. Und die sind durch die Zwiebelsocken komplett verschwunden. Und das, obwohl ich nicht mal die ganze Nacht die Zwiebelsocken getragen habe, sondern nur 1 Stunde zu Beginn der Nacht. Und jetzt praktiziere ich diese Geschichte eben tagsüber, jeweils 1 bis 2 Stunden und eben nochmal am Anfang der Nacht. Und der Husten ist eben seitdem komplett verschwunden, Alhamdulillah. Und zwar verwende ich dazu eine große Zwiebel, die ich zuerst halbiere und dann jeweils klein hacke und in einen Socken fülle, sodass ich am Ende dann eben 2 mit gehackten Zwiebeln gefüllte Socken habe. Und zwar achte ich darauf, dass die gesamte Fußsohle des Sockens mit den Zwiebeln ausgefüllt ist. Nachdem ich das erledigt habe, erwärme ich mein Körnerkissen in der Mikrowelle. Man könnte sich natürlich auch eine Wärmflasche zubereiten. Und dann kommt eben der mit den Zwiebeln gefüllte Socken auf die Fußsohle und darüber kommt nochmal ein frischer Socken, während man eben darauf achtet, dass dann eben dieser gefüllte Zwiebelsocken wirklich die ganze Fußsohle auskleidet. Die Füße mit den Zwiebelsocken kommen dann auf dieses erwärmte Körnerkissen und werden dann mit einer Mullbinde daran festgebunden. Das macht man dann eben vorm Schlafengehen, legt sich damit ins Bett und deckt dann eben die Füße nochmal zu mit der Decke, damit sie dann eben schön warm gehalten werden. Wem das allerdings zu aufwendig ist, der könnte sich natürlich auch einfach diese Fußwärmer mit Wärmflasche kaufen, womit man dann auch tagsüber sehr gut diese Zwiebelsäckchen tragen könnte. Die sind sehr praktisch, die kann ich euch gerne unten verlinken. Fakt bleibt, dass die Zwiebelsocken ein wirklicher Geheimtipp sind.
Denn sie funktionieren wirklich und das liegt daran, dass die Unterseite der Füße, wo sich die größten Poren des gesamten Körpers befinden, auf den Zwiebeln liegt, wodurch dann die Inhaltsstoffe der Zwiebel an den Fußsohlen über die Nerven mit anderen Organen verbunden werden und so die positiven Eigenschaften über das Blut weitergeben. Und durch die Stimulierung der Reflexzonen an der Fußunterseite, die mit vielen Körperfunktionen verbunden ist, wird das Blut dann durch die antibakteriellen Inhaltsstoffe der Zwiebel gereinigt und von seinen Giftstoffen befreit. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.